Ja, Umfeld, es hat ein bisschen Verstärkung gegeben in deinem Umfeld, privater Natur. Ich darf das fragen, weil natürlich so ein junger Mann wie du, ich möchte gar nicht sagen, was unser Altersunterschied ist, da gibt es eine gewisse Tennisspielerin und das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch offiziell. Ne? Ja. Wie schwer ist das überhaupt als Tennisprofi? Kiki Mladenovic heißt übrigens die Dame, die relativ gut nicht nur Einzel, sondern auch Doppel spielt. Wie schwer ist das überhaupt, jemanden zu finden? Weil ich meine, man muss ja schon auch immer sortieren. Das habe ich auch so aus eigener Erfahrung erlebt, weil es mir andere Spieler erzählt haben. Du musst mal schon gucken, also was ist jetzt der Hintergrund des Ganzen, weil ich der Team bin und Nummer 5 oder so. Wie schwer ist das? Du weißt, was ich meine? Es ist sicher, es ist nicht leicht, aber es ist bei ihr natürlich definitiv leichter, weil da sind sicher keine anderen Gedanken dahinter. Also und wie gesagt, das ist halt wirklich, ich weiß bei ihr, dass sie mich mag und dass ich mit ihr zusammen bin, nicht wegen irgendwelchen Erfolgen, sondern wirklich wegen der Person. Sie selber auch ein bisschen Tennis spielen kann? Genau, ja, also sie hat da nicht wirklich irgendeinen Vorteil von irgendwas anderem. Und also es ist natürlich wichtig und es ist sicher gut, weil sie das Gleiche macht und natürlich tausendmal mehr versteht als ein Mädel, die nicht Tennis spielt oder die nicht Leistungssport betreibt. Aber ihr seht euch nicht oft, oder? Ja, es gibt einige Combined Events. Ich hörte davon, Grand Slams wo scheinen auch Frauen mitzuspielen, ja, und Männer. Wo ich jetzt positiver dazu stehe zu den Combined Events als vorher. Hat sich deine Einstellung komplett geändert? Hat sich komplett geändert. Ich werde dafür voten nächstes Mal. Ja. Aber es ist eigentlich, ich glaube, dass man sich mehr sieht, als wenn man jetzt eine Nicht-Tennisspielerin hätte. Andere Sportarten, so die klassischen, du hast, wie ich finde, immer zu Recht so ein bisschen auch moniert und hat gesagt, ja, wir sind jetzt im Winter, also das Skisportnation Nummer 1 natürlich, Österreich, die drehen durch. Hat sich ein bisschen was geändert? Durch dich vielleicht auch, dass Tennis so ein bisschen mehr rangekommen ist? Wie ist das momentan bei euch zu Hause? Ich glaube, dass der Skisport wird immer Nummer 1 sein. Das ist auch ganz klar, weil einfach ein riesiges Geschäft dranhängt, weil wir so viele Berge haben und so ist völlig in Ordnung, weil wir auch zurzeit einen der besten Skifahrer in der Geschichte haben, mit Marcel Hirscher. Ja. Aber mir taugt Skifahren und mir taugt Skispringen noch mehr, also ich habe da gar nichts dagegen. Aber ich glaube schon, dass Fußball und Tennis auch einen guten Platz haben in der Öffentlichkeit in Österreich. Hat sich durch dich, würdest du sagen, auch wahrnehmlich was im Tennis getan? Ich hoffe, aber ich glaube, dass Österreich Tennis mag generell. Ja. Und vor allem, wenn jetzt ein guter Spieler wieder im Land ist, dass vor allem die 2 Turniere, die Aushängeschilder Wien und Kitzbühel, dass extrem viele Leute kommen. Und dadurch, wenn ein guter Spieler da ist, halt automatisch die Medienberichterstattung viel größer wird und deshalb schon wieder mehr Leute Tennis spielen. Hoffe ich halt zumindest. Ja. Also wäre schön. Der kennt sich übrigens super aus im Sport. Ich kann mich erinnern, gestern, als er dieses Aufwärmprogramm gemacht hat, ich habe mich dann auch mal 2 Minuten reingeschlichen, dann war ich platt. Da habt ihr den Telemark gemacht. Dann hast du also, glaube ich, auf Anhieb so mal 5 bis 10 Skispringer genannt. Bist du ein Allround-Sportler von der Kenntnis her, wie zum Beispiel auch Roger, der sich im Sport generell unheimlich auskennt? Oder ist es so, dass du sagst, Fußball, Tennis sind meine Dinge, aber du kennst dich, glaube ich, auch in anderen Sportarten ganz gut aus? Ne? Ich kenne mich gut aus, ja, weil doch auch vor allem auf Turnieren und so viel Zeit ist, wo man nichts zu tun hat und dann kommt man irgendwann auf alte Ergebnislisten von jedem Sport eigentlich. Aber ich war jetzt noch immer, aber früher noch mehr komplett verrückt nach Skispringen. Wie ich noch mehr zu Hause war, habe ich mir alles angeschaut am Wochenende und von dem her kenne ich jeden einzelnen Springer, egal aus welchem Land. Ja. Über Toni Innauer und wie sie alle heißen. Okay. Du hast mir mal gesagt, Tennis, das ist jetzt Vorbereitung, man arbeitet hart, man kann aber auch immer mal wieder ein bisschen runterfahren. Du hast gesagt, wenn ich im Turniermodus bin, also im Verlauf eines Turniers, habe ich eigentlich 24 Stunden Anspannung. Was bedeutet das? Weil normalerweise kann man sich ja sagen, du hast ein Match, gehst ins Hotel, liest ein bisschen was, guckst ein bisschen was, auf der Playstation machst du was, keine Ahnung. Was heißt das für dich? Warum bist du, sagen wir mal, du spielst eine Woche durch, gewinnst das Turnier, warum hast du 7 Tage, 24 Stunden Anspannung? Weil schon der ganze Tag eigentlich dran hängt oder nach dem einen nächsten Match ausgerichtet wird. Einfach das ganze Essen nach dem Match, die Behandlung. Eigentlich hat man nur ganz wenig Ruhe und außerdem ist sowieso eine gewisse
Grundanspannung da, wenn man noch immer im Turnier ist. Also das ist interessant. Man wird auch während einem Turnier oder während einem großen Turnier nie krank zum Beispiel. Also es kommt, wenn es kommt, immer erst nachher. Ja. Genau. Weil ich glaube einfach, dass der ganze Adrenalinspiegel grundlegend erhöht ist, wenn man in einem Turnier ist. Weil es muss auch so sein, weil es, denke ich, bei jedem so ist. Und weil alle so gut sind, dass wenn es nicht so ist, dass man draußen ist. Manchmal aber, wenn man sich nicht so gut fühlt, 2010, wir blenden mal kurz zurück, und der Dominik Thiem sich nicht so ganz gut fühlt, dann denkt man eigentlich, naja, als mundiger Spieler sagt er das seinem Coach. Das war aber damals nicht so richtig. Das hat sich doch ewig lange hingezogen. Wie war das nochmal? Genau. Du wolltest das nicht so raushauen, glaube ich, ne, weil du irgendwie dachtest, oh, da muss ich aber raus aus dem Tennis, wäre schlecht. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau warum, aber ich habe einfach irgendwas Schlechtes gegessen in Südamerika damals. Und mit 16, 17 ist man halt noch nicht so gescheit. Und habe dann halt weitergemacht, dann noch einmal krank geworden und noch einmal weitergemacht. Nicht so weitergemacht. richtig gesagt, ne? Nein, nie irgendwas gesagt, weil ich war dann in Südamerika auch im Krankenhaus. Ja. Dort wollte ich nicht noch einmal hin, weil es gibt bessere Orte im Krankenhaus zu liegen als dort, ganz alleine. Und deshalb hat sich irgendwie dieses Bakterium oder diese Lebensmittelvergiftung da im Körper festgesetzt und war dann, ich glaube, 2 Jahre drin oder so und ist halt immer wieder so rausgekommen. Und ja, bis dann eben Sommer 2013, wo das quasi entdeckt worden ist und vernichtet worden ist aus dem Körper. Also es hat ein bisschen gedauert, das waren 3 Jahre insgesamt. Egal, ob ich mich mit Alex Stober, deinem Physio, oder Günter Bresnik unterhalte oder Mike, eurem Doc, alle sagen, du hast irgendwie diese Freude, auch im Training, immer wieder dich zu beweisen, was zu geben. Ist das irgendwie angeboren? Kann man sowas erlernen? Oder wie war das bei dir? War das schon immer so in der Jugend so? Ich meine, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Es war schon immer so. Also es gibt auch genug Tage, wo es hart ist und wo es nicht unbedingt Spaß macht. Aber der ganze Tennissport, auch wenn es jetzt natürlich immer mehr zum Beruf worden ist oder so, ist noch immer das, was ich oder was wir alle extrem gern machen. Du gehst mit Spaß zur Arbeit. Ja, genau. Und weil wir haben es auch schon als Kinder gern gemacht. Wir sind ja niemand, oder ich bin nicht gezwungen worden dazu, sondern ich habe mir das selber ausgesucht. Und glaube deshalb kommt das, auch wenn es natürlich heute seltener ist, aber es kommt immer wieder durch, diese kindische Freude an dem Sport. Ja. Was bei dir auch immer wieder durchkommt, ihr seid, und ich glaube, das ist ganz wichtig für einen Tennisprofi, ihr seid dein Umfeld, das ist halt sehr gesettelt. Über deine Familie, die jetzt nicht panisch werden, wenn der Sohnemann mal Top 5 ist in der Welt, sondern ihr Zeug weitermachen. Du hast ein ganz tolles Verhältnis zu deinem Bruder schon immer gehabt. Du erinnerst dich damals in Kitzbühel, haben wir schon drüber gesprochen, wo er mit uns im Bus saß. Man merkt, ihr habt ein liebevolles Verhältnis. Wie wichtig ist das wirklich die Basis für einen Profi, dass man zu Hause auch mal einen hat, wenn der kleine Bruder sagt, komm, jetzt raste mal nicht aus, Junge. Also es gibt noch Wichtigeres als jetzt was weiß ich, 4-1 im 5. führen und dann verlieren. Ja, es ist extrem wichtig auf jeden Fall. Also es ist alles bei mir halt das ganze Umfeld ist relativ normal. Also immer wenn ich aus der verrückten Welt rauskomme und nach Hause komme, ist alles so wie immer. Ja, egal wie gut oder wie schlecht ich gespielt habe, welche Weltranglistenposition ich habe. Und ich glaube, genau so soll es sein. Man sollte einfach genau der gleiche Mensch bleiben, egal was man erreicht hat oder egal wie gut man ist. Und das hilft, oder das ist natürlich einzig und allein das Umfeld, was einen dazu macht und die ganze Erziehung, weil dafür kann ich ja nichts. Also da muss ich meinen Eltern und auch in Günther danken. Absolut.